Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf EU16, wo das Avatar Race, das Avatar Battle, wie man es auch immer nennen möchte, immer noch in vollem Gange ist. Wir haben es jetzt heute, Tag 10, am 1. November ist der Server gestartet und heute wird er 10 Tage alt. Wir haben jetzt derweil, knapp 44.000 Spieler auf dem Server hier drauf und das sieht erstmal alles nicht ganz verkehrt aus. Ja, mein Call ist nach wie vor immer noch so 5 bis 6 Wochen. Dann sehen wir hier die ersten 350er. Das ist so meine, ist auf jeden Fall so meine Vermutung, sag ich mal. Ne? Mal gucken, was der Monat noch für Events für uns im Petto hat. Aber wir schauen mal jetzt auf die ersten Spieler hier aus der Rangliste. Und das sieht hier alles relativ nah beieinander aus, würde ich sagen. Bis auf einen. Das ist hier der Bahamas Vow. Ja, der befindet sich hier auf 276, ist mit Abstand der höchste momentan gerade mit seinem Nekromanten hier. Ja, und führt hier auf jeden Fall die Speerspitze an und hat hier wahrscheinlich auch sehr gute Chancen, in Zukunft dann halt eben auch so ein Avatar-Bild zu gewinnen. Für die Leute, die es nicht wissen, die ersten 5 Leute, die Stufe 350 erreichen, bekommen halt hier ein Avatar-Bild. Und so sieht das Ganze aus momentan. Kugi, der den Jan der Hämmerer-Rekord geknackt hatte, hatte ja auch nochmal ein Video dazu gemacht und hatte gesagt, dass es jetzt erstmal so der einzige Rekord ist, auf den er gegangen ist, weil er halt eben relativ einer der günstigeren Rekorde ist, sag ich mal, was jetzt nicht allzu viele Pilze kostet. Ich sag mal, alles, was da drüber geht, bis Stufe 300 Rekord, ne, und alles mögliche, das wird dann nachher schon ein bisschen teurer. Gerade wenn man dann halt eben auch auf so ein Bild gehen möchte und Kugi darf ja sowieso nicht wegen Content Creator halt eben nicht an diesem Wettbewerb in dem Sinne teilnehmen schon, aber das Avatar-Bild, da wird er halt eben ausgeschlossen, sag ich mal. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr interessant, wie sich hier so die Rangliste breit macht, denn wir haben hier tatsächlich in den Top 30 wirklich auch gar keinen einzigen Berserker. Also der ist wirklich so ein bisschen aus dem Trend geraten, will ich jetzt mal schon fast sagen. Wir haben hier erst auf Platz 44 den ersten Bersi mit Elliot. Und das ist schon sehr beachtlich auf jeden Fall. Dafür, dass es früher mal wirklich so die Dungeon-Klasse Nummer 1 gewesen ist, sieht man jetzt halt eben viele andere Klassen hier auf jeden Fall weiter oben stehen. Unter anderem halt eben den Necro. Wir haben viele Kundschafter hier am Start. Der Kundschafter ist ja schon seit eh und je auf jeden Fall immer einer der Standardklassen, die auch sehr gut in den Dungeons performt. Wir haben hier ein paar Dämonenjäger, aber das Rennen machen wirklich die Necros und die Kundis. Ja, Renovate hier noch mit einem Assassinen am Start, was auch natürlich sehr cool ist, jetzt abgesehen von Kugi. Ne? Und wir haben hier tatsächlich auch einen Druiden jetzt hier. Ne? Wir haben hier Raiden mit einem Magier, der ja vielleicht auch hier auf ein Avatar-Bild gehen möchte. Man weiß es nicht ganz genau. Ja, mit Magier hier auch komplett alleine auf jeden Fall. Hatte ja schon mal ein Profilbild gewonnen, was ihr jetzt hier gerade seht. Ja, mal gucken. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wenn wir jetzt hier so die ersten Plätze anschauen, dann haben wir hier halt eben den Bahamas Vow hier auf Platz 1. Wir haben hier einen 267er, wir haben hier ein paar 64er, ja, und dann hört es nachher schon auf in den 60er-Bereichen so ein bisschen. Dann geht das hier schon ein bisschen steiler bergab, sag ich mal. Und am Ende des Tages können halt nur eben 5 Leute dieses Battle gewinnen. Und das ist auf jeden Fall ziemlich spannend zu sehen, wie die Leute hier dran teilnehmen. Auch Leute, die jetzt zum Beispiel hier ein bisschen weiter unten sind, ne? Die haben ja trotzdem absolut nicht schlecht gespielt. Wir haben es ja jetzt wirklich, der Server ist halt wie gesagt 10 Tage alt und so, ne? Also der ist ja wirklich noch relativ jung. Und dafür haben wir hier aber trotzdem sehr, sehr viele Spieler, die halt eben trotzdem sehr, sehr weit oben hier eben auch mitspielen, ne?
Ja, aber die Gilde Gem Miners ist halt so die Gilde, die sich hier zusammengetan hat, auf jeden Fall, um die meisten Avatar-Bilder wahrscheinlich vorherzubringen. Und ja, das sieht man mittlerweile, wir sind hier bei 16 Raids, ne? Die Boni sind natürlich schon top auf jeden Fall. Wir haben hier schon eine 457er Ritterhalle, was natürlich auch schon Bombe ist auf jeden Fall. Und deswegen gehe ich mal auch stark von aus, dass ja wahrscheinlich 90% der Leute, die ein Avatar-Bild gewinnen, werden wahrscheinlich aus den Gem-Miners kommen. Eine Gemeinschaft, die sich halt eben ja, stark zusammengebündelt hat, um halt eben die Top-Boni bieten zu können für alle Gildenmitglieder. Ja, mal gucken, wer hier oder beziehungsweise wo die Leute sind, die hier relativ weit unten sind. Da haben wir auch ein paar mit dabei. Ne? Da hätte ich sogar mehr oder weniger eigentlich auch sogar mitspielen können bei dem Level hier. Ich habe auf dem Server jetzt wirklich auch noch nicht viel gemacht, weil ich halt eben hier wirklich nur, sag ich mal, von der Seitenlinie aus zuschaue. Da wollte ich jetzt hier nicht zu hart auf jeden Fall reingehen. Deswegen mache ich hier auch definitiv ganz, ganz chillig. Und ja, was mich auf jeden Fall interessiert, ist halt eben dadurch, dass wir ja hier in der Gilde eine Gemeinschaft haben, die ja zusammenhalten sollte, was ja eine Gilde nun mal schon so ausmacht, ne? Haben wir trotzdem das Phänomen, dass, obwohl das eine ja, gemeinschaftliche Gilde ist, die Leute hier in der Gilde trotzdem alles Konkurrenten sind, mehr oder weniger, beziehungsweise halt eben gegeneinander spielen, weil ja, natürlich auch wahrscheinlich mehr als 5 Leute so ein Profilbild aus der Gilde wollen. Und da kann ich mir vorstellen, dass es zum Ende des Battles, wenn ja, die Leute in Richtung 350 gehen, dass es hier eventuell hier und da vielleicht zu ein paar Streitereien kommen könnte, beziehungsweise halt so ein bisschen Drama zum Ende es geben könnte. Ja, wer dann nochmal so dem letzten so irgendwie ein paar Plätze abluchst oder so. Ne? Das da bin ich sehr gespannt drauf, auf das, ja, auf den Finish, dann, wenn die Leute kurz vor 350 stehen, wie die das dann halt hier eben machen, ob die sich schon vorab abgesprochen haben. Ich gehe mal von aus, dadurch, dass die ja alle hier in der Gilde wissen sollten, dass nur 5 Leute gewinnen können, gehe ich mal von aus, müssen die sich ja auch irgendwie vorab abgesprochen haben. Ne? Das sind natürlich interne Sachen, wo wir als Außenstehender jetzt hier nicht großartig reingucken können. Ne? Aber das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und vor allen Dingen, wie es um die Zukunft auf dem Server hier aussehen wird, bezüglich auch der Gem Miners, weil ja wahrscheinlich wirklich viele Leute hier angefangen haben, ja, mit der Intention, so ein Bild zu bekommen. Und dann bin ich gespannt, ob die Leute hier dann auch durchziehen oder ob sie danach dann hier auch wieder aufhören und eventuell die Gem Miners dann nicht mehr die Number One Gilde sind, sondern vielleicht sich andere Gilden hier noch ja, breit machen könnten auf dem Server. Das wird sich dann zeigen, generell, wie die Performance dann halt eben aussehen wird auf dem Server, wenn halt eben das Battle soweit vorbei ist hier. Das wird auch nochmal sehr interessant, denn ja, statistisch gesehen von den registrierten Spielern ist es jetzt nicht allzu schlecht, sag ich mal, für einen EU16-Server, dass wir nach 10 Tagen hier fast 44.000 Leute auf dem Server registriert haben. Aber das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass wahrscheinlich viele Leute gucken wollen, viele Leute halt eben hier dran teilnehmen wollen, die wollen halt eben, ja, ob so für einen Avatar gehen oder einfach nur, so wie ich, halt eben Zuschauer lustig sind, hier dabei zu sein, das, ja, sei natürlich dahingestellt und da wird sich dann halt eben zeigen, wie halt wirklich die Aktivität auf dem EU16-Server dann wirklich ist, wenn das Ganze dann hier vorbei ist. Ne? Ansonsten ja, hätte ich jetzt so von mir aus gesagt, dass jetzt EU16 nicht unbedingt ein Server sein sollte, wo man jetzt vielleicht so gerade drauf spielt, weil es in der Regel immer so ist, nach so einem, ich sag mal, Jubiläumsserver oder so einem halben Jubiläumsserver wie EU15, ne, EU10, 15, 20, das sind immer so die 5er-Abstände, wo die Leute immer gerne drauf spielen wollen, wegen der geraden Zahl, so irgendwie. Ne? Das sind so Server, die kann man bevorzugt betreten, weil man davon ausgeht, dass die Leute wahrscheinlich dort ein bisschen länger drauf spielen wollen. Auf EU16, das ist halt so ein Server nach 15, ne? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der Server jetzt hier großartig belebt ist, sag ich mal. Ne? Und deswegen dafür ist die Spieleranzahl wirklich gar nicht so verkehrt.
Ja, Freunde, das Rennen geht auf jeden Fall weiter. Ich bin gespannt, wer es am Ende des Tages machen wird. Ne? Die ersten 10 Tage sind hier vorbei. Wie gesagt, mein Call ist so 5 bis 6 Wochen circa. Dann werden die ersten Leute 350 erreichen so. Mal schauen, ob es so einigermaßen hinkommt. Ne? Wir werden es sehen, wir werden es weiter mit begleiten und vor allen Dingen auch, ja, wie gesagt, sehr spannend, dann halt eben das Ende des Servers hier, ja, wenn es hier dann halt wirklich in die heiße Phase geht. Ne? Aber das war es erstmal soweit von mir und EU16. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall sehr gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Wir werden definitiv die nächsten Tage hier nochmal reinschauen und mal gucken, wieso hier der Zwischenstand ist. Weiterhin wünsche ich natürlich vielen Leuten hier viel Erfolg, die hier sich das vorgenommen haben, daran teilzunehmen, aber auch unabhängig den allen anderen Spielern hier auf dem Server, die hier halt eben ja, hoch hinaus wollen, über die Zeit oder halt eben kurzfristig. Ne? Okay, das war's soweit. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.